mal hier, so endete neulich eine Windows 11 Neuinstallation bei mir. Helfen Sie uns, die Roboter zu schlagen. Ja, und das war's. Da ging es nicht weiter. Ich vermute, dass da so eine Capture-Abfrage sein sollte, aber offenbar hat Microsoft die vergessen einzubauen. Was doof ist, weil ich Windows nicht weiter installieren konnte. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie doll kaputt Windows 11 ist. Also so kaputt, dass Microsoft inzwischen mehrfach öffentlich zugegeben hat, dass es da wohl Probleme mit der Produktqualität gibt. Sogar von CEO Satya Nadella höchstpersönlich. Das sagt Microsoft und hier in diesem Video gibt es jetzt den Realitätscheck. Also die Praxis. Was genau bekommt man, wenn man aktuell Windows 11 installiert? Und zwar auf einem Copilot Plus fähigen Rechner, also mit NPU, mit Neural Processing Unit, also mit freigeschalteten KI-Funktionen. Ist das wirklich alles so schlimm, dass Microsoft öffentlich zu Kreuze kriechen muss? Spoiler? Nein. Viel schlimmer. Und das ist jetzt kein Bait, sondern ich war wirklich, wirklich ernsthaft geschockt. Bleibt dran. Ja, wenn euch die oft halbgaren Copilot-KI-Funktionen in Windows 11 nicht reichen, dann ist vielleicht Mammoth was für euch. Die sponsern dieses Video. Für 11,90 € im Monat bekommt ihr hier Zugriff auf GPT, Claude, Mistral, Gemini, DeepSeek, Perplexity sowie Flux und Nano Banana für die Bildgenerierung. Die neuesten Versionen werden direkt nach Veröffentlichung aktualisiert. Ja, und der Preis ist echt ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass alleine ChatGPT Plus über das Doppelte im Monat kostet. Mit Mammoth könnt ihr obendrein Antworten per Reprompting vergleichen, Dokumente und Bilder analysieren, personalisierte Projekte erstellen oder mit der Sprach-KI sprechen. Mammoth ist ein europäisches Unternehmen mit strenger Datenschutzpolicy, alles im Starterpaket ab 11,90 € inklusive Mehrwertsteuer für Privatkunden. Ja, wenn ihr das interessant findet, schaut mal in die Beschreibung. Da findet ihr mehr Infos und einen Link zu Mammoth. Werbung Ende. Okay, zuerst mal ein kleiner Disclaimer. Das Video hier soll kein dumpfes Microsoft-Bashing sein. Wirklich nicht. Seit ich ungefähr 14 bin, benutze ich selbst Windows und ich habe Windows deshalb auch irgendwie ins Herz geschlossen. Meine Liebe erkaltet allerdings immer mehr, weil sich Windows mehr und mehr in eine Richtung entwickelt, die immer weniger mit dem zu tun hat, was ich von einem Betriebssystem will. Deshalb benutze ich inzwischen immer mehr Linux und macOS und jetzt wollte ich mir für dieses Video nochmal im Detail angucken, was man eigentlich so erlebt, wenn man aktuell Windows 11 installiert. Mein Versuchsaufbau: ein Rechner mit AMD Ryzen 9 AI Max Plus 395, also mit einem extra KI-Chip, der 50 Billionen Operationen pro Sekunde schafft, abgekürzt TOPS, also Trillion Operations per Second, und darauf die neueste Windows 11 ISO mit Version 25H2 drauf. Los geht's mit Kapitel 1, Installation. Ja, hier poppt direkt so eine Bildershow auf oder Dia-Show, wie Windows das nennt, wo man dann sehen kann, was man alles Tolles jetzt mit KI machen kann. Und ja, und dann steht da: Ergreifen Sie Maßnahmen zu allem, was Sie sehen. Aktion per Mausklick hebt Text und Bilder hervor, bei denen Sie Hintergründe weichzeichnen, Objekte löschen, nach Informationen suchen und mehr tun können. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Problem in meiner persönlichen Informationsverarbeitung ist, aber ich habe das 3-mal gelesen. Ich verstehe das wirklich nicht. Aber wir sind ja hier noch bei der Installation. Wir kommen noch zu der Funktion. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Super Funktion. Heißt allerdings in echt anders. So, als nächstes steht da: Schalten Sie Ihre Microsoft-Erfahrung frei. Da wird mir jetzt also angepriesen, was ich alles kriege, wenn ich mich hier anmelde. Ja gut, das klingt ja freiwillig. Kann ich mich denn jetzt trotzdem entscheiden, dass ich mich da lieber nicht anmelden will? Natürlich nicht. Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht? Geht nicht. Das ging früher mal, geht jetzt nicht mehr. Also zumindest nicht offiziell. Bei der Konkurrenz, also bei macOS und natürlich auch bei Linux, ist das kein Problem. Die kann man problemlos installieren, ohne sich in irgendeinen Account anzumelden. Bei Linux gibt es gar keinen Account. Ja, bei Windows 11 muss man in seinen Microsoft-Account, es gibt einen Workaround, man kann mit Shift F10 auf die Konsole und dann kann man da Start ms-cxh Local Only eingeben. Da darf man einen lokalen Nutzer anlegen, dann geht es ohne Account. Aber auch wenn ich Betriebssysteme eigentlich gerne mit lokalem Konto betreibe, habe ich das jetzt hier nicht gemacht. Werde mich jetzt hier also in meinen Microsoft-Account anmelden, weil ich will ja den offiziellen Zustand mir angucken. Also
anmelden. Übrigens mit einem ganz normalen privaten Microsoft-Konto von mir, nicht mit irgendeinem beruflichen Konto, wo womöglich vom Arbeitgeber irgendwelche Sachen eingestellt sind. Also alles ganz normal, persönlich, privat von mir angelegtes Microsoft-Konto. Ich gebe also meine Mailadresse ein und dann kommt da Anmelden mit einem Hauptschlüssel. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in den USB-Anschluss. Hä? Hauptschlüssel, Sicherheitsschlüssel? Was? Ich kann wirklich mit Sicherheit sagen, dass ich kein USB-Gerät besitze, was ich hier jetzt verwenden könnte. Vermutlich ist sowas wie ein FIDO 2 Key gemeint, besitze ich nicht. Ich habe auch zuerst überhaupt nicht verstanden, was das überhaupt sein soll, aber dann habe ich mir das selbst so erschlossen. Offenbar habe ich mich mal auf macOS in diesen Microsoft-Account eingeloggt und dann einen Passkey erstellt, der dann in meiner macOS Keychain, also in der Cloud, gespeichert wurde. Aber warum sagt Windows das nicht? Also warum verwenden die nicht mal den Begriff Passkeys? Ja, und ich habe mir das herleiten können. Ich mache aber auch hauptberuflich Dinge mit Computern. Die meisten Windows-Nutzer hätten das vermutlich nicht verstanden. Also kein Passkey für mich, muss ich mich also anders einloggen. Gebe also mein Passwort ein und werde dann aufgefordert, mich mit einem zweiten Faktor auszuweisen. Ich wähle da jetzt SMS auf meinem Handy aus und dann kommt, helfen Sie uns, die Roboter zu schlagen. Mehr nicht. Ich habe das mehrfach ausprobiert, bin mehrfach zurückgegangen und wieder hin. Und ja, der Rechner hatte auch eine Internetverbindung. Hier habe ich mir auch wieder selbst hergeleitet, dass hier in dem Kontext wohl so ein Captcha erscheinen sollte. Also kennt ihr ja diese Tests, ne, wo man so Fahrräder oder Autos erkennen soll, um Bots abzuwehren. Also Captcha, Completely Automated Public Turing Test to tell computers and humans apart. Wenn ihr jetzt sagt, ja Keno, das war hier ja aber ganz spezifisch dein System, da war vielleicht ganz speziell was komisch. Nein, zu beiden Problemen, also diesem Passkey-Ding und dieser Roboterschlagen-Geschichte, da findet man im Netz etliche Stellen, in denen Leute genau das gleiche Problem schildern. Also ich bin definitiv nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Fassen wir mal zusammen, schon beim Installieren passieren bei Windows 11 richtig krasse Fails. Also Fails, die bei vielen Leuten dazu führen, dass sie nicht weiter installieren können. Und ja, das ist eine manuelle Neuinstallation. Da könnt ihr jetzt sagen, das passiert nur bei Leuten, die sich mit Computern auskennen, weil sonst machen ja keine Leute eine eigene Neuinstallation. Normale Leute kaufen sich ja Rechner, bei denen Windows vorinstalliert ist. Aber beide meiner Fails sind ja nicht beim Installieren spezifisch passiert, sondern die sind beim Einloggen passiert. Das heißt, das hätte mir auch passieren können, wenn ich einen neuen Rechner gekauft hätte und versucht hätte, mich in meinen vorhandenen Microsoft-Account einzuloggen. Dann wären diese Probleme sehr wahrscheinlich auch aufgetaucht. Also der mit dem Passkey ziemlich sicher. Also das finde ich auf jeden Fall ziemlich heftig, dass schon solche rudimentären Dinge wie Einloggen nicht funktionieren. Also man kann hier auch schon mal sagen, dass Microsoft vielleicht auch bei der deutschen Lokalisierung nicht nur KI ranlassen sollte, sondern vielleicht auch mal einen Menschen, der die Sprache kann, drüber gucken lassen sollte. Weil diese schlechten Übersetzungen, dass da nicht einmal Passkeys steht, dass da irgendwas von Robotern abwehren steht. Also diese schlechten Übersetzungen, die dazu führen, dass man Dinge nicht versteht, die ziehen sich durch ganz Windows und durchs ganze Video. Beim dritten Einlogversuch hat es auf jeden Fall geklappt, als ich als zweiten Faktor E-Mail ausgewählt hatte. Naja, dann geht die Installation auf jeden Fall weiter, aber ruhiger bin ich dann trotzdem nicht geworden, denn da kommt dann jetzt so viel Werbung, kommt man sich fast vor wie auf so einer Kaffeefahrt. Nein, ich will kein OneDrive. Nein, ich will kein Office 365. Nein, kein Xbox-Abo. Nein, nein, nein. Also, Installation nicht so gut gelaufen. Aber jetzt ist ja alles fertig installiert. Jetzt kommt Teil 2, Usability. Und ja, alles, was ich im Bereich Usability schon vor 1,5 Jahren in einem 3003 Video über Windows 11 kritisiert habe, das ist da immer noch da. Das ist immer noch nicht behoben. Es ist alles immer noch total nervig. So zum Beispiel diese super verwirrenden doppelten Einstellungsdialoge. Wenn ich die Energiesparfunktionen einstellen will, was ja häufiger vorkommt, weil das ja wichtig ist, weil das ja auch damit zu tun hat, wann soll der Rechner sich schlafen legen und so weiter. Also das benutze ich zumindest sehr oft. Dann gibt es halt zwei unterschiedliche Menüs. Also wenn ich Energie eintippe ins Startmenü, dann kommt da zuerst Energiesparplan und dann kommt Energieaktionseinstellungen und dann Energiespareinstellungen. Und die letzten beiden, die machen das gleiche, die gehen ins gleiche Menü, aber das erste, Energiesparplan, das ist ein anderes Menü. Die widersprechen sich auch. Also hier habe ich jetzt mal beste Leistung eingestellt und hier habe ich ausbalanciert eingestellt. Und welches von den beiden ist jetzt aktiv? Keine Ahnung. Und natürlich der Klassiker, ich kann hier in den
Einstellungen den dunklen Modus für alles aktivieren. Also naja, nicht für alles, weil einige Menüs wie der genannte Energiesparplan und auch so Sachen wie der Gerätemanager und die Computerverwaltung, die halten sich alle nicht an den Dark Mode, weil das uralte Menüs sind, die Windows seit Jahrzehnten mit sich rumschleppt und ja, das ist alles nicht so richtig vertrauenserweckend. Nicht nur, dass diese Menüs so komisch aussehen, sondern auch, dass sie einfach den systemübergreifenden Dark Mode nicht unterstützen. Das ist aber zumindest eine der Sachen mit dem Dark Mode, bei der Microsoft Verbesserungen angekündigt hat. Wir gucken uns gleich nochmal an, ob das bei der aktuell erhältlichen Windows 11 Beta schon besser geworden ist und schon gepatcht ist. Ein anderer Nervklassiker, der hier in der normalen Standard Windows 11 Version noch drin ist, man kann die Position der Taskleiste nicht verändern. Und das wurde auch seit Tag 1, seit Windows 11 existiert, kritisiert. Hier hat Windows jetzt auch angekündigt, dass das besser werden soll. Also, dass man die Taskleiste rechts, links, oben, unten drapieren kann. Und ein anderer Klassiker, auch seit Tag 1 kritisiert, und da hat Microsoft meines Wissens noch nicht angekündigt, dass sie das verbessern werden, das komische doppelte Rechtsklickmenü, was obendrein auch noch nervig langsam ist. Guck mal, wie lange das hier dauert. Mindestens eine halbe Sekunde. Und das ist ein gerade aufgesetztes System auf schnelle Hardware. Das wird also potenziell eher schlimmer mit mehr Nutzung. Aber halt am allernervigsten, es gibt dieses abgespeckte Rechtsklickmenü und dann gibt es ein vollständiges. Und will man das vollständige, muss man hier auf weitere Optionen anzeigen klicken und erst dann kommt ja das vollständige. Zum Beispiel hier bei mir mit den ganzen praktischen 7-Zip-Aktionen, die ich echt häufiger benutze, die gibt es dann halt erst im zweiten Menü. Nervig. Und jetzt aber der dritte Bereich, nämlich KI. Da fokussiert Microsoft ja schon seit einiger Zeit drauf. Es gibt ja auch seit 2 Jahren die sogenannten Copilot Plus PCs, die nicht nur eine eigene Copilot-Taste auf der Tastatur haben, sondern auch dolle neue KI-Sachen können sollen. Ja, und für diese PCs hat Microsoft strenge Vorgaben, unter anderem eine NPU, also keine MPU, sondern eine NPU, Neural Processing Unit, also den KI-Spezialchip. Und mein Rechner, auf dem Windows 11 läuft, der hat ja so eine NPU. Da sollten die ganzen Zusatzfunktionen also freigeschaltet sein. Ja, sollten, denn bei meinem AI Max Plus 395 wird die NPU zwar hier im Task Manager angezeigt, aber ja, die wahrscheinlich zentralste Copilot Plus Funktion und auch die umstrittenste, die kann ich trotzdem nicht benutzen. Die Rede ist von Windows Recall, also dieser Funktion, die permanent Screenshots macht von allem, was auf dem Bildschirm ist und das Ganze dann im Nachhinein durch eine KI-Erkennung durchsuchbar macht. Ja, also viele Menschen wollten das nicht, weil intim, aber wenn man es wollen würde, dann geht's trotzdem nicht. Das hier sind die Systemanforderungen für Recall. Copilot Plus PC, NPU mit mindestens 40 TOPS, ich habe 50, 16 GB RAM habe ich auch locker, 256 GB Speicherkapazität habe ich auch und dann 50 GB freien Speicherplatz habe ich auch. Benutzer müssen die Geräteverschlüsselung oder BitLocker aktivieren, habe ich auch. Jetzt kommt's, Benutzer müssen sich bei Windows Hello grammatikalisch schwierig, erweiterten Anmeldesicherheit mit mindestens einer aktivierten biometrischen Anmeldeoption registrieren, um sich zu authentifizieren. Ja, und ich habe mir sogar extra eine Windows Hello kompatible Webcam besorgt und einen Hello kompatiblen Fingerabdrucksensor. Aber beides ist leider nicht mit ESS, also Enhanced Sign-In Security kompatibel. Weil in Deutschland gibt es, also Stand Ende Mai, gibt es keine Geräte zu kaufen, die das beherrschen. Also ich habe auf jeden Fall doll danach gesucht, ich habe keine gefunden. Und ja, jetzt sagt Microsoft wahrscheinlich, ja Mensch, ihr habt doch alle immer gemeckert, ihr Journalisten, als wir die Recall-Funktion gezeigt haben, dass das alles zu unsicher ist. Und jetzt meckert ihr, weil es zu sicher ist oder was? Nein, ich meckere nicht. Ich fand es einfach nur interessant, dass man die Funktion einfach de facto auf dem stationären PC in Deutschland nicht verwenden kann. Es gibt natürlich Notebooks, die haben ESS-kompatible biometrische Sensoren drin. Alles gut, die können dann Recall, aber eben keine Desktops. Interessant. Dafür gehen ja die ganzen anderen KI-Funktionen, oder? Oder? Ja, aber nee. Und das sind halt auch nicht so richtig viele. Also kommen wir mal zu dem bei der Installation beworbenen Aktion per Mausklick oder besser Click-to-Do. So heißt das auch offiziell, also Click-to-Do. Und das heißt auch manchmal so in der deutschen Dokumentation. Da steht dann oben Aktion per Mausklick und im Text steht dann öfter mal Click-to-Do. Also das ist
wirklich nicht gut übersetzt und so übersetzt, dass es super verwirrend ist. Also man kann wohl davon ausgehen, dass es einfach alles mit einer KI übersetzt wurde, würde ich sagen. Und dann nur noch so halb drüber geguckt. Click to do. Und die Funktion, hatte ich ja am Anfang vorgelesen, die Beschreibung davon, wo ich es nicht ganz verstanden habe, die habe ich jetzt verstanden und die ist einfach total unspektakulär. Also man kann damit einfach einen Screenshot machen und dann kann man Texte daraus copy-pasten. Also Windows lässt da eine OCR drüber laufen, lokal auf der NPO, cool, und dann kann man Texte copy-pasten. Ja, aber das ist halt eine Funktion, die zum Beispiel Handys schon lange können. Also bei iOS ist diese Texterkennung in Bildern im System integriert. Bei Android geht das einfach über Google Lens. Also das ist ja wirklich absolut nichts Spektakuläres. Eine andere Funktion, die eigentlich ziemlich praktisch sein könnte, sind die live übersetzten Untertitel. Man hat also eine beliebige Tonquelle, also ein Podcast oder ein Video, und kann sich die Sprachspur dann nicht nur transkribieren lassen, sondern auch direkt übersetzen. Habe ich hier ausprobiert, japanischsprachiges Video, wird direkt übersetzt, okay, cool. Läuft auch lokal auf der NPU. Aber erstens geht das nur auf Englisch, also man kann sich nur andere Sprachen ins Englische übersetzen lassen, zum Beispiel nicht ins Deutsche, schade. Und die Textqualität ist auf jeden Fall schlechter bei meinen Tests als die automatisch übersetzten YouTube-Untertitel. Und die sind auch schon eher nicht so richtig gut. Ja, und dann haben wir noch ganz doll die Windows Studio Effects. Da soll man so dolle Echtzeit-Video-Effekte mit dem Webcam-Bild machen können. Zum Beispiel, dass die Augen immer so aussehen, als würden die in die Kamera gucken. Obwohl man gerade irgendwo anders hinguckt. Aber obwohl ich hier mit so einer Dell Ultrasharp so eine ziemlich Standard-Webcam habe, funktioniert das mit den Studio-Effects nicht. Ja, okay. Ja, und dann gibt's noch die Copilot-Funktion in Paint. Ja, es ist hier auch unklar, was in die Cloud geschickt wird und was lokal läuft. Auf alle Fälle kann ich mit Fug und Recht behaupten, auf meinem System funktionieren viele Sachen gar nicht. Zum Beispiel Sticker-Generator. Das habe ich wirklich 10-mal neu gestartet und immer wieder neu probiert und da kommt einfach nichts, egal wie lange ich warte. Und bei Co-Creator, wo man sowas kritzeln kann und dann wird das besser gemacht, funktionierte bei mir in 9 von 10 Fällen auch nicht. Einmal habe ich es geschafft, dass da so ein Schwein generiert wurde. Das hatte aber rein gar nichts mit dem zu tun, was ich da vorher gekritzelt habe. Also, was soll ich sagen? Ich habe die KI-Funktion sehr intensiv gesucht in der aktuellen Windows 11 Version und ja, ich habe sie nicht gefunden. Also klar, es gibt immer mehr Software, die vorhandene NPUs unterstützt, ganz klar. Also unter anderem Adobe-Programme und auch sowas wie DaVinci Resolve. Aber in diesem Video geht es ja um Windows. Und Microsoft versucht ja auch Windows als KI-Betriebssystem mit diesem Label Copilot Plus zu verkaufen. Seit Jahren schon. Und da kommt bislang irgendwie nicht so viel. Das kann man, glaube ich, sagen. So, hier jetzt noch mein versprochener Einschub mit den allerneuesten Windows 11 Versionen, auch den Vorabversionen. Ich habe mir extra so lange Zeit gelassen, wie es ging, damit es eben nicht heißt, wenn das Video hier veröffentlicht ist, dass Microsoft das doch alles schon repariert hat. Also, das offizielle, also das normale Windows 11 25H2, das habe ich nochmal mit dem Patch-Stand vom 19. Mai 2026 ausprobiert. Und tatsächlich, ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es tatsächlich ein Patch war oder, keine Ahnung, die Mondphase. Jedenfalls hat die Bildgenerierung in Paint jetzt zuverlässig funktioniert. Also sowohl diese Sticker als auch das Co-Creation-Tool, wo man was zeichnet und dann wird das generiert. Was schön ist, das läuft alles lokal auf der NPU, konnte ich hier auf jeden Fall im Task Manager nachvollziehen. Was nicht so schön ist, beides halte ich für nicht wirklich brauchbar. Hier seht ihr zum Beispiel 3003 Sticker, ja okay. Und hier Co-Creation, wo ich 3003 da hingekritzelt habe. Ja, da hat das generierte Bild jetzt wenig mit zu tun. Alles andere in diesem Video kritisierte, wurde nicht repariert. So, und jetzt habe ich noch eine Vorabversion ausprobiert. Dafür muss man sich im Update-Dialog in Windows Insider anmelden. Ich habe die Experimental Preview Build 26300-8493 vom 15. Mai 2026 getestet und da soll jetzt laut der Microsoft-Dokumentation endlich die Taskleistenposition geändert werden können. Aber nein, klappt hier nicht. Offenbar hat das damit zu tun, dass die Verbesserungen graduell ausgerollt werden. Ja, schade. Was allerdings funktioniert und was ich auch ganz gut finde, man kann die Taskleiste insgesamt jetzt kleiner machen. Aber leider alles andere im Video erwähnte ist immer noch genauso kaputt. Was ich vor allem sehr bezeichnend fand, nach dem Update auf diese Vorabversion hat Windows gemeldet, ich müsste hier noch was einstellen, bevor ich die neue Version verwenden kann. Und was war es Wichtiges? Werbung.
Unter anderem für Game Pass Premium. Okay, dass Microsoft sagt, sie müssen dringend Windows nachbessern, das würde ich auch durchaus für sinnvoll halten. Also, wenn man bedenkt, dass Windows wirklich mal das Flaggschiff-Produkt von Microsoft gewesen ist und eigentlich auch das Produkt, dem Microsoft vieles, wenn nicht sogar alles zu verdanken hat, dann ist das wirklich herzerbrechend, wie der Zustand dieses Produkts aktuell ist. Also Windows 11. Dass sowas Grundlegendes wie Einloggen in den Account bei meiner Installation mit unterschiedlichen Versuchen und mit unterschiedlichen Problemen einfach nicht funktioniert, das ist ja fatal. Okay, dann dieser ganze Werbekram, das ist vielleicht eine Stilfrage, ich finde es peinlich, aber gut. Dass man aber wirklich so rudimentäre Sachen, die auch schon so lange kritisiert werden, wie die sich widersprechenden Einstellmenüs und das komische doppelte Rechtsklickmenü, dass das alles nicht repariert wird und dass man dann obendrauf noch so ein Brimborium über KI-Funktionen macht, die dann nicht nur unbrauchbar sind, sondern manchmal auch gar nicht funktionieren. Also, puh. Und all das sind ja nur die Sachen, die ich selbst hier für dieses Video beobachtet habe. Also mit eigenen Augen hier dokumentiert. Die ganzen anderen Bugs, von denen etliche Leute immer wieder berichten, die habe ich hier ja nicht mal erwähnt. Also Microsoft, ran da. Es gibt wirklich viel zu tun. Oder was meint ihr? Gerne in die Kommentare schreiben, gerne Daumen nach oben und ja, tschüss.